Hallöchen Twitch, ich bin der Blackie und wir machen heute unser Halloween-Spezial. Heute ist ja Halloween. Happy Halloween. Ein bisschen Gruseln heute. Wir fangen an mit Call of Cthulhu. Also 2, maximal 3 Stündchen. Und dann spielen wir noch ein bisschen Layers of 4. Da muss ich mich noch ein bisschen reingucken. Ich wechsle hier schon mal runter. Warum ist mein Avatar so klein? Wo ist er denn? Da ist er. Da ist er. So. Ich hoffe, das ist okay. Mein Gott. Ich habe mir wieder innerhalb von 2 Sekunden mein ganzes Essen da reingeschoben. Typisch wie immer. Aber ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, Call of Cthulhu, damit fangen wir jetzt an. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam rüber. Schauen wir nochmal in die Soundeinstellungen. Aber ich hoffe, dass ich alles richtig eingestellt hatte gestern. Und ja, dann mal los, ne? So. Gott, ich hab keine Lust. Ich will nicht. So, gehen wir mal. Neues Spiel. Lehrerplatz. Boston 1924. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ertränkt seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen, sonst kann er seine Lizenz verlieren. Ich wusste nicht, wie schnell ich lesen muss. Sorry. Also, okay. Ich hätte mir mehr Zeit lassen können. Und damit nochmal herzlich willkommen zu dem heutigen Grusel-Spezial. Call of Cthulhu fangen wir erstmal mit an und dann schauen wir mal weiter. Erstmal ein bisschen klarkommen hier. Call of Cthulhu soll ja nicht so horrormäßig sein wie dann nachher Layers of 4. Es passt auch nicht zu 100% in den Tag heute rein, aber ich dachte mir, ich wollte es mir unbedingt mal angucken. Kann ich mich dumm? Okay. Okay. Geht nicht? Okay. Dann müssen wir wohl hier durchkrabbeln. Warum ist es dunkel? Sind Horrorspiele immer so dunkel? Ich habe keine Ahnung. Okay. Meine Stimme ist jetzt schon im Arsch. Ja, dann nimm die doch. Hallo. F, E, R. Geht nicht. Ich sehe halt nichts. Tut mir leid. Ach so, vielleicht. Drücke E. Okay, linke Maustaste. Nicht hier runter. Oh, fick dich dort. Er fängt doch schon gut an. Ich will nicht. Ich will nach Hause. Das fängt doch schon gut an. So, was haben wir hier? Ein Wurzelschnell. Okay. Ich verstehe das mit dem Licht noch nicht zu 100%, aber hey. So, dann machen wir auf hier. Drücken. Okay.
Cthulhu! Kann ich hier aufmachen? Nee, ne? Natürlich nicht. Irgendwie hackelt das ein bisschen, oder kommt mir das nur so vor? Ich kommt mir das auch nur so vor. Okay, sehen wir hier irgendwas? Nein. Das sieht schon echt komisch aus. Aber so habe ich mir die Welt von Lovecraft immer vorgestellt. Welch widerwärtige Opfergabe. Stehst du da drauf? Ja, okay, Menschen eigentlich, aber... Wen juckt's denn schon? Ich wehre mich nicht. Ich will doch zu dir. Ich mag dich doch. Du bist doch mein Buddy. Und ich das auch so vor, dass er jetzt ein bisschen hakelt? Ich weiß es nicht. Everything has already been written. But perhaps you will attempt to change your destiny. Ja, dann trink doch keinen. Okay, wir können hier auf jeden Fall ein paar Sachen I machen. wonder why I still take these things. Die Ärzte haben sie verschrieben, als ich aus dem Krieg zurückkehrte. Sie sagten, sie würden den Albträumen ein Ende bereiten. Seit einiger Zeit lässt die Wirkung immer mehr nach. Schlaftabletten. Okay. Einen Schluck nehmen. Das wird dein Schicksal verändern. Ach nö. Warum? Ein Schluck? Mein Gott, das tut doch nichts zur Not. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Was? Ermittlungsagentur Pierce. Der Doktor kann mir noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerung zu verdrängen. Aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir. Aber sie klingen so anders, so sonderbar, als würden sie aus düsteren, uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Skilltree. Okay. Also brauchen wir ein Skilltree. Medizinkunde repräsentiert ein medizinisches Fachwissen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, medizinisch richtig zu dosieren, eine Diagnose zu erstellen oder ein medizinisches Problem zu verstehen. Okay. Deine private Detektei. Inventar. Oh, besser, danke. Kann ich das Fenster aufmachen oder so? Nein. Telefon. Wo ist das Telefon? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. 8 verfügbare Charakterpunkte. Okay. Redegewandtheit beeinflusst deine Fähigkeiten, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, andere in Gesprächen zu überzeugen oder zu manipulieren. Jawohl, nehmen wir doch gerne mit. Entdeckung ist die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren. Unter Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Person anhand des Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstands zu verstehen. Boah. Ermittlung beeinflusst dein Untersuchungstalent. Verbesserst du diese Fähigkeiten, steigt deine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder eines Gegenstandes zu verstehen. Boah.
Okkultismus repliziert dein Wissen der okkulten Wissenschaften. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance bei Herkunft und Verwendung okkulter Artefakte zu erkennen und dein Wissen über den Mythos anzuwenden. Okay. Nehmen wir noch Medizinkunde. Stärke. Verbesserst du dir, steigt deine Chance, Türen und Mechanismen aufzubrechen oder in interaktiven Gesprächen Gewalt, körperlich oder verbal anzuwenden. Jawohl. Entdeckung. Verbesserst du deine versteckte Gegenstände. Ich nehme mal nach Redegewandtheit und Psychologie. Bestätigen. Ja. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okay. Kann ich erstmal hier noch ein bisschen... A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Eine Versandadresse, sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36, Darkwater. Der Polizeibericht hier. Was ist denn das? Da fehlt ein Komma schon wieder. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt, ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, ein Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Jetzt geh doch mal weg. Ich wollte mir noch ein paar Sachen angucken. Okay, doch nicht. Hier war doch noch irgendwie ein bisschen was, oder nicht? Ich kann mir nur noch das Bild angucken. Na gut, dann gucken wir mal. Also ich glaube nicht, dass es Wahnsinn ist. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements?
Das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Der Polizeibericht erwähnt, ihre labile Psyche in dieser Geschichte ist etwas faul. Mal über Lager 36 herausfinden. Wo hat Sarah Hawkins gelebt? Das hat nichts mit ihrer Psyche zu tun. Das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Aber die ist doch im Feuer umgekommen, oder nicht? You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Okay. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Okay. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. Das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Okay. Ich gucke mir das Bild nochmal genauer an. Das ist halt so ein bisschen Sarah, wahrscheinlich ihr Mann oder Freund, ich habe keine Ahnung. Und das ist halt ein Nyarlathotep, ne? Also, wir wissen es, aber was hat sie mit dem Bild? Sie hat einfach das gezeichnet, was sie gesehen hat. Aber dieses Symbol, das ist das Symbol des Kultes, ne? Wenn ich mich richtig dran entsinne. Ich kann noch mal ein bisschen Whisky saufen, wenn ich möchte. Okay. Natural sciences, linguistics, archaeology. Okay. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Darkwater Island ist seit dem 14. Jahrhundert bewohnt und noch immer durchdrungen von Erinnerungen an frühere Stammesleben.
Bei aller Romantik dieser langsam verfallenen Zeugnisse naiver und primitiver Religionen darf aber die Brutalität der alten Götter nicht vergessen werden. Ein gewaltiges Wesen schmückt noch immer die Wände lange verlassener Höhlen. War es ein Gott des Meeres oder der Träume? Das weiß niemand mehr. Doch die heutigen Einwohner und Nachkommen stolzer Walfänger gedenken noch immer der geheimnisvollen und aufwühlenden Geschichte ihrer kleinen Insel vor der Küste Massachusetts. Kackwort. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to dark water. A good old story of blackmail in a speakeasy. Dem Barbesitzer, der mich angeheuert hatte, gefiel es gar nicht, wie ich diesen Fall abgeschlossen hatte. Aber was kann man schon machen, wenn man gesetzeswidrig gehandelt hat und ein Privatdetektiv Beweise gegen einen hat? Okay. Oh, was haben wir hier noch? Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Der Mann hat nie verstanden, dass seine Frau ihn verlassen hat. Er hat mich noch Wochen nach Ende der Untersuchung angerufen. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Certificate of Membership, Wentworth Agency, United States Detective Agency of Boston, Mass. Den Rest kann ich nicht wirklich lesen. Einführung in die Medizinkunde. Ein umfassendes Werk für Medizinstudenten und Assistenzärzte. In diesem ersten Buch sind alle Krankheiten, die in der zivilisierten Welt bekannt sind, mitsamt ihrer Symptome und entsprechender Behandlung aufgeführt. Kann ich nicht angucken? Okay. Hey, das hab ich Natural sciences, linguistics, archaeology. Na, dann trink mal noch einen und dann gehen wir los. Okay. So, was haben wir hier? Sarah, ein Typen und eine andere Frau. Irgendein Altar oder so? Ne, ein Kamin ist das? The Shanty Marriage on Darkwater. They said yes. Bringing, keine Ahnung. Es scheint anscheinend nicht wichtig zu sein, aber ich finde sowas aber interessant. Oktober 1924. Wie praktisch. Nimm den Fall Sarah Hawkins an. Pearson nahm den Fall Hawkins an. Der Künstlerin wird vorgeworfen, den Brand verursacht zu haben, der sie und ihre Familie tötete. Der einzige Hinweis ist ein verstörendes Gemälde, das sie ihrem Vater hinterließ. Die Absenderadresse ist ein Lagerhaus am Hafen der Insel Darkwater. Dieser Ort scheint der Ausgangsort für Pears Ermittlungen zu sein. Kapitel 2? Schon? Ich hab da noch nie mal angefangen. Ich interessiere mich für Lovecraft, von daher. Ich habe voll Bock drauf. Ich habe mehr Bock drauf auf Call of Cthulhu als später auf Layers of 4, ganz ehrlich. Das hier ist wenigstens so vom Thema her geil. Und interessiert mich sehr. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid warm eingepackt. Und gruselt euch nicht zu sehr. Gut, bei Call of Cthulhu jetzt vielleicht nicht so, aber...
almost there. Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. Nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Darkwater, da wo alles anfing. Und, angelst du was? Nein. Oh. Da wo alles anfing. Oh Gott. Gänsehaut pur. Richtig Bock drauf. Hey, Sullivan, can't you go any faster? You see how old this thing is? If we force it too much, we'll break everything. Can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Ach, die versuchen den wieder ins Wasser zu ziehen, oder? The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! The same goes for you, sir. Move along. They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't understand. Don't put that beast back in the water, you shysters! You're crazy! Okay, wenn sie den Hai, den toten Hai wieder zurück ins Meer schubsen, wird die Welt untergehen. Stranded Way. Was haben wir hier noch? You can see he's half drunk. There's nothing to sort out. Your chum nothing for you wanted to here stir either. us up. Beatex. You can stay to watch if you want. You can pick up the pieces.
Guten Tag. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Prohibition, John 16, 1919. 100 Day and World's History, bla, den Rest kann ich nicht lesen. Hey, be careful. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Ich habe den Streit nicht gesucht, provoziert. Er hätte etwas mehr Respekt zeigen sollen, tut mir leid. Sie gehen zu weit. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Gibt es hier kein Alkoholverbot? Mehr über Darkwater herausfinden, einen Drink bestellen. Ich suche nach Lagerhaus Do you know 26. where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Ein Spukhaus. Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. Er guckt jetzt ein bisschen böser rein. Gehen. That'll be all for now. Er schaut ein bisschen böse. The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Wundersamer Fang. Skiller kehrt in den Hafen zurück und rettet Darkwater vor der Hungersnot. Wir hatten die Hoffnung bereits aufgegeben, die Besetzung der Skiller oder das, was von ihr übrig blieb, kehrt am Dienstagmittag in den Hafen von Darkwater zurück. Die Bewohner versammelten sich sofort am Hafen, um das letzte Walfängerschiff der Insel willkommen zu heißen. Und sie waren erstaunt beim Anblick des ursprünglichen Fangs an Bord des Schiffes. Der Walfisch wird schon jetzt wundersamer Fang genannt. Mit einer Größe, die selbst die mächtigsten Zahnwale übertrifft, bedeckt der Walfisch das gesamte Deck und hegen teils darüber hinweg. Die überlebenden Seeleute erzählten eine furchterregende Geschichte von ihrem gefährlichen Fang, aber auch vom Fleisch, seiner unbeschreiblichen Qualität und seiner Nahrhaftigkeit. Es besteht kein Zweifel, dass der Wal mit seiner gewaltigen Größe viele Bewohner von Darkwater ernähren kann und so die Hungersnot beendet, der die Insel seit längerem litt. Mr. Marx vermietet sein Lagerhaus ab Juni für die Fischerei, Werkstatt oder Lagernutzung. Sie können ihn über ihre Lieblingszeiten erreichen oder ihn am Hafen antreffen. Anlässlich der Rückkehr der mutigen Walfänger lädt die Schenke zum gestrandeten Wal zu einer außergewöhnlichen Gratisverkostung ein. Bringen Sie Familie und Freunde mit und kosten Sie den wundersamen Fang. Jeder bekommt eine Flasche Waltran. Zögern Sie also nicht.
doctor? What did he say? He laughed. My God. Okay, dann reden wir erstmal mit dem Schriftsteller oder dem, der hier liest. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Symbole des Kultes auf seinem Körper. Okay. Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Was ist das für ein I've Lied? never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Okay. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Okay. Das heißt, der Hai, der gerade am Pier liegt, gefangen wurde oder angespült wurde, wie auch immer, den wollen die eigentlich essen? Sie ernähren sich von der See. Ja, das ist der Kult, ne? I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Wollte mal ein bisschen dem Song zuhören. What you looking at, stranger? Die trinkt alle unter den Tisch, nichts gar nicht. Was macht eine Frau wie sie an dieser The Seite? clientele is predominantly male. Tell me something I don't know. I meant nothing by it. I'm just wondering what a woman like you is doing in this flea trap. And I'm wondering what could be going through the head of the chump who goes to disturb her. Let me drink, stranger. Okay. I told you to beat it. Okay. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Zu. Natürlich zu. Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Fitzroy $12, Hawkins 68, Winchester 9, Andrew 6. Mr. Zoga always free for the lady. Harbor Master. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Die Abmachung ist klar. Halt deine Leute im Zaum. Du kannst es dir nicht leisten, uns zu provozieren. Du musst nicht antworten. Gib dem Überbringer einfach deine Zahlung, Cat. A souvenir from a more prosperous era.
I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Und warum? Der zweite Band lehrt Ethik und bewährte Verfahren für medizinisches Personal. What a macabre souvenir. Holzbein. This man and Fitzroy could be twins. Auf diesem Foto posiert ein Mann, der Captain Fitzroy ähnlich sieht, auf der Brücke eines Schiffes. Er hat ein Holzbein. Okay. Mehr gab's ja nicht, ne? Na doch, hier hinten ist noch ein bisschen was. Die Karte. Hä? Hier war ich doch gerade. Ich dachte, hier wäre noch irgendwas. Ach nee, okay. Ziemlich makabres Haus, würde ich eher sagen. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Okay. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Nur noch wenige Daten sind lesbar. 1890, 1907 und ein Teil eines anderen Datums. Der Rest des Dokumentes wurde geschwärzt. Warum würde jemand diese Information verbergen wollen? Okay, mit Fitzroy sprechen. Ein Charakterpunkt zur Verfügung. Darkwater, Stephen Webster. Ein wohlhabender Geschäftsmann von hohem Ansehen in Boston. Stephen Webster beauftragte mich, den Tod seiner einzigen Tochter Sarah Hawkins zu untersuchen. Dieser Mann akzeptiert weder ein Nein noch unbequeme Wahrheiten. Er würde alles tun, um zu beweisen, dass seine Tochter nicht wahnsinnig war. Charles Hawkins verstorben. Charles Hawkins war eine örtliche Berühmtheit auf Darkwater. Als Erbe einer Reederfamilie reiste er viel. Bei einer Reise nach Paris traf er Sarah Hawkins. Sie verliebten sich, heirateten und Hawkins brachte sie auf die einsame Insel Darkwater. Sie hatten einen Sohn namens Simon und führten ein äußerst zurückgezogenes Leben. Sarah Hawkins verstorben. Sarah Hawkins ist eine für ihr Schauerkunst bekannte Malerin. Sie wurde für die Fremdartigkeit ihrer Arbeit und ihre seltene öffentliche Auftritte gefeiert. Ich glaube, sie sagte einst, ich male nur, was meine Träume mir einflüstern. Hab ich doch gesagt. Ihre Vermählung mit Charles Hawkins vor vielen Jahren überraschte die Boulevardpresse. Eine reiche Bostoner Erbin, bekannt für ihre Präsenz auf zahlreichen Partys, folgt ihrem neuen Ehemann und lebt als Einsiedlerin auf der Insel Darkwater. Sie verschwand von der Titelseiten und niemand hörte mehr von ihr. Selbst ihr Tod in einem Feuer blieb ein Geheimnis. Nur ihr Vater Stephen Webster sucht noch nach der Wahrheit. Simon Hawkins, verstorben. Einziger Sohn von Sarah und Charles Hawkins. Er starb in dem Feuer, das seine gesamte Familie tötete. Roy Mitchell. Roy Mitchell betreibt die einzige Bar auf Darkwater. Das Alkoholverbot wird in seinem Lokal zum gestrandeten Wal gepflegt ignoriert und Matrosen suchen Trost in Mitchells Whisky. Deshalb kennt dieser Mann besser als jeder andere die Geheimnisse und Gerüchte, die die Einwohner der Insel nach den paar Gläsern ausplaudern. Mitchell hat sich ausgiebig dem goldenen Zeitalter des Walfangs gewidmet, wie man an den zahlreichen Trophäen in seiner Bar erkennen kann. Er spricht mit Freude über dieses Thema, wäre aber weitaus weniger auskunftsfreudig, würde man sich nach seiner Alkoholquelle erkundigen. Okay. Okkult. Kunst von Sarah. Für die einen ist sie eine künstlerische Visionärin, für die anderen eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawkins spaltet die Gemüter. Die geheimnisvolle, zurückhaltende Künstlerin erschafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen. Wenn ihr Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt sind, öffnet Sarah Hawkins Portale zu anderen Dimensionen. Das haben wir schon. Hinweise.
Die haben wir schon alle gelesen. Inventar sind wir auch durch. Ich mach mal noch einen Skip-Punkt bei Medizinkunde rein, oder? Geht nicht. Will ich nicht? Oh. Okay. Hinzufügen. Möchtest du das Menü verlassen ohne? Nein. Habe ich doch. Achso, bestätigen, Enter. Entschuldigung. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Ihre Papiere sind unlesbar. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth, and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. I was looking at your photograph. The one of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Hab ich schon. Okay. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Okay. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I don't know. It's not my signature next to that of Charles Hawkins. I'm at sea for more than half the year. Anyone could have done it during my absence. What seems really important to me is that the dates on these manifests indicate that Charles probably had other contracts. But not with you, though. Okay, ja. I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Machen wir. Tagebuch konsultieren. Okay, jetzt schon mal. Verstand.
Psychisches Trauma. Edward Pierce ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er an der Mars-Organon-Offensive teilnahm. Er ist einer der wenigen Überlebenden des verlorenen Bataillons amerikanischer Artilleriefeuer von Feinden und Alliierten erlitten. Inmitten gefallener Kameraden und ohne Namen oder medizinische Versorgung mussten sie ihre Stellung mehrere Tage halten und wurden deshalb von ihren Landsmännern als Verlorene betrachtet. Pierce ist von diesen Ereignissen traumatisiert. Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er, die Albträume, die ihn heimsuchen, abzuwehren. Überzeugt von deinen Fähigkeiten und deinem kartesianischen Denken führst du Ermittlungen durch, bei denen du dich an Fakten, Überzeugungen und deine Wahrnehmung der Realität hältst. Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig. Okay. Einen Weg in Lagerhaus 36 finden. Ach, guck mal, die haben den Hai schon gut vorangetrieben. What could have done so much damage? Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. You live here? Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I've never heard of this saint. Is it a local belief? But everyone knows St. Brendan, the navigator. He's the patron saint of whales and whalers. What happened to the statue? Go see for yourself. He's at the end of the jetty. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? I've taken enough of your time. We'll see you later. Jo, danke, ciao. Dann gucken wir uns mal die Statue an. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, ihr fehlt der Kopf. Sir Brendan, der Navigator. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Ach, da steht was auf ihm drauf. Das ist doch die Sprache der alten Götter, oder nicht? Ja, da habe ich sie nie gelernt. Hier komme ich nicht hoch. Es gibt kein Springen. Was ziemlich ätzend ist, aber okay. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Okay. Who's this guy? No idea. You better keep it shut. Why, we don't have a clear conscience. Quiet. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less.
Gentlemen, you have a problem. What? Who do you take yourself for, stranger? Your boss is very unhappy with your work. Oh yeah? You're bluffing. She said those knuckleheads are incapable of staying at their post. Darn it. You think he's telling the truth? We'll find out. Prove that you really know Cat. It's risky to question my word. I wouldn't like you to get cut with a certain Italian knife. Okay. You've convinced us. And it's she who sent you? What do you want from us? I have to take a look inside the Hawkins warehouse. Leave me alone, and I'll put in a good word for you with Cat. Okay, it's a deal. Suff. Jede Menge Suff. Die sind jetzt einfach weg. Lol. Nichts. Okay. Ich dachte, da wäre was zum Angucken gewesen. Dann kann ich wahrscheinlich nicht hochklettern. Was ziemlich strange ist. Hä? Warte mal. Die stehen hier. Eigentlich müsste ich doch jetzt sagen. Hier ist eine Tür. Let's see. Perfect. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? These painkillers were prescribed 3 months ago. Someone has been taking them since the time of the Hawkins death. It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. What happened here? Den Spiegel zerschlagen. Aus welchem Grund noch immer. Ruckel, ruckel. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Okay, da hat jemand gelegen. Und nu? Soll ich wieder raus? Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. Es interessiert sich doch. Was? Es interessiert sich noch jemand für die Hawkins. Der Fall ist alles andere als abgeschlossen. Die müssen Polizisten bedrohen. Wound up? You mean messed up? No. We don't take lessons from the likes of you. Do our job carefully and fairly. No stone was left unturned. Really? Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene? Interesting. I'd like to go and see the mansion now.
Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Ach, Entschuldigung. Pierce hatte es ins Lagerhaus geschafft, der Ort, der verlassen sein sollte, hielt einige Überraschungen bereit, Zeichen eines Bewohners sowie ein angesenktes Gemälde. Er wird von Officer Bradley bei seiner Untersuchung unterbrochen, kann ihn aber überzeugen, ihm bei den Ermittlungen zu helfen. Der Polizist erklärt sich bereit, den Detektiv zum Anwesen der Hawkins zu fahren. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay, ich muss mal ganz kurz was gucken. F5. Dann mache ich das jetzt mal eben schnell. Ist vorbei, ne? Ja, okay. Gut. Muss dann mal kurz Werbung einschalten, weil sonst wäre das in 17 Minuten I wahrscheinlich. prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. You're talking about Winchester? That's right. The Hawkins' old caretaker. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Schon wieder genossen. Was habe ich jetzt gedacht? Ich dachte, die Villa sei in Flammen aufgegangen. Die Villa könnte den Augenblick einstürzen. I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. Huh. It's really that old? Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've
nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Ich habe Fragen, aber die steht hier nicht. Warum ist der Verwalter überhaupt noch hier? Sie kennen sich ziemlich gut aus. He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Du hast die Frage nicht beantwortet, warum du da ist. Entschuldigung, aber... Du hast die Frage nicht beantwortet, warum der Typ noch da ist. Ich habe eine gewisse Ahnung, aber ich lasse das mal. Brille putzen, damit wir auch was sehen. Okay, dann lass mal weiter. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Okay. Why not? You can help. Right. Let's go. Das Anwesen. Okay. Wir gehen über den Friedhof, oder was? Das Gebäude ist ziemlich komisch, ne? Ziemlich große Mauern und so. Ein Engel! Bradley was right. This place is much older than I imagined, but the architecture seems too recent. Hilltop-Haus wohl in 1693 bei Reverend John Blackridge. Gräber? Poor kid. Poor kid. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Ne, ich habe das dritte gerade noch nicht gesehen, aber hey. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Was? Warum stehst du da hier? Ich dachte, wir wollen weitergehen. Someone must really hate Charles Hawkins. Ja, es tut mir leid, dass ich dich nicht ausreden lassen habe, aber ich gehe weiter. Und. Kommst du mit? Okay, dann nicht. Natürlich lässt er mich hier alleine rumstehen. Kann klappen. Ich dachte, ich kann irgendwas lesen. Man kann den Leuchtturm sehen. Ich denke mal, der Haupteingang ist verrammelt. I'll have to find another entrance. War ja klar. Das ist so typisch für Horrorspiele oder für Psycho-Horrorspiele, dass die offensichtlichen Eingänge immer verschlossen sind. This entrance is still in use.
Ich wollte mich da noch umgucken, Mann. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Oh, ist das ein Dicker? You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. Zahl den 4 bedeutet, sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Mrs. Hawkins was an exceptional person. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Okay. Dann What wollen wir now? mal rein. Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Du willst immer noch mitkommen? You have a moment. What now? Nothing. Sorry. Stop wasting my time. Warum ist so ein Echo da drin? Let's take a look inside. I'm with you. Bist du dir sicher? Pierce und Officer Bradley erkunden den Garten des Hawkins-Anwesens. Die Familie ruht auf dem Friedhof des Grundstückes, das von Silas Winchester bewacht wird. Der alte Verwalter, seinen Arbeitgebern noch immer treu ergeben, wacht mit seiner Axt über das Anwesen. Pierce und Bradley können ihn beruhigen und halten Schlüssel für die Villa der Hawkins. Sie betreten das Gebäude und suchen nach dem Ort des Feuers. Wie spät ist denn das eigentlich? Okay. Follow me. I know the place. Ist mir egal, ob du dich hier Who has this auskennst. light on? Ich nicht. Ich gucke mich noch ein bisschen um, ne? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Es gibt nur den einen Wissen. Und einen umgeworfenen Stuhl, okay. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Das ist Walfleisch, oder nicht? The boy was probably here. Smashed his plate on the floor.
Er wollte es nicht essen. Das Fleisch der Seewesen. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? Das ist das Fleisch von den Seemenschen. Gehe ich mal von aus. Er wollte, dass sie das alle essen. Also war er wahnsinnig. Er hat es niedergeschmettert, weil er es nicht wollte. Sie hat ihr Kind verteidigt. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Let's see if I can Silas find managed to something bring the the cops fire under missed. control. But it was already too late Das for ist the die Hawkins. Brandstätte, okay. Warum muss das so hell sein teilweise? Das ist doch ekelhaft. Was Charles Hawkins a heavy drinker? The child's corpse left a trace. Where are the others? Did someone escape the fire? If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? They had a fight. Why? Did it stop at the time of the fire? Sie hatten einen... Warte mal, das Kind ist gestorben. Die beiden hatten einen Streit und trotzdem ist jemand geflohen? Warte mal. Das Kind ist gestorben. Die beiden hatten einen Streit. Ich gehe mal davon aus, dass sie geflohen ist und nicht er, weil das würde ja gar keinen Sinn ergeben. Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Er ist doch gegangen. Okay, das ist strange. Er ist geflohen. Ich hätte keinen anderen Ausweg gesehen, als die beiden zu verbrennen. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Sieh doch. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Die Hinweise sind widersprüchlich. Das war kein Unfall. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. Jemand hat zu viel getrunken, die Leichen wurden bewegt, jemand hat das Feuer überlebt. Das Feuer war kein Unfall, die Lampe hat das Feuer ausgelöst. Der Zeitpunkt des Unfalls kann nicht stimmen. Hä? I suspect this lamp caused the fire. That's what the investigation suggested, too. But does your report mention the bloodstains?
The lamp didn't fall, it was thrown at someone. For heaven's sakes, no. The report doesn't mention that. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? Brandstiftung, das Ehepaar, der Streit. Es war ein Verbrechen aus Leidenschaft, was? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Kannst du mal bitte reinleuchten? Das wäre echt nett. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Oh, ist mir doch wurscht. Okay, dann gehen wir mal später hin. Das ist ein echt großes Anwesen. Das Spiel verwirrt mich teilweise sehr hart. Wie soll das auch so sein? Ich habe keine Ahnung. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. The lyrics of the drunken sailor, the sea shanty. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Original aus. Verkauf das! Okay. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Eine Ausgabe von Moby Dick von Herman Melville, ein Klassiker vor allem für eine Reederfamilie. Mandatory reading for any whaler, I guess. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Ich muss schon wieder lesen, was sollte das denn? Oh, doch nicht. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Die ersten Bewohner. Okay. Vom 14. Jahrhundert. Der menschliche Körper, eine vergleichende Analyse. Eine präzise und sehr detaillierte Abhandlung über die Besonderheiten des menschlichen Körpers im Vergleich zur Tierwelt. Die klare Schreibweise und das einfache Vokabular machen dieses Buch auch für Laien verständlich. Okay. Wird das Ding noch da liegt? Was? Ich geh mal hoch. Licht anmachen. Nice. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Ja gut, das ist griechische Mythologie. Darkwater history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. A book on hunting whales, the island's staple diet last century. What the hell? 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Eine seltene Ausgabe des Romans von Jules Verne. 20.000 Meilen unter dem Meer. Ah, so ein geiles Buch. Schön alt, aber richtig geil. Das ist noch Literatur gewesen damals. Entschuldigung. Ich mag Jules Verne. Jules Verne ist cool. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. Was denn? Etwas Verstörendes?
Verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen ruhiger bin. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, ob ich hier hin will. Ja, geh doch raus! Okay. Ich hab doch hier gerade was gesehen, oder nicht? Ja, hier. Ich weiß nicht, ob ich in die Räume reingehen möchte, wenn ich ehrlich bin. Locked. Jo, ein Glück. Es ist offen! Leck mich doch! Licht anmachen! Eine Wanderfilm ist auf aus. The boys' room. Ja, gut, das Kinderzimmer, leck mich doch, hallo. Jetzt hier noch so komisch zu singen. Ah, es tut mir so leid. Alles ist gut. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Es ist kein Horror. Es ist einfach nur psychisch. Es ist Lovecraft. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Es war nur ein Traum. Hallo? Noch ein offenes Fenster. What will her room reveal about her? Noch ein offenes Zimmer. Ich krieg die Krise. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Sie beruhigen die Nerven. Fängt man einmal damit an, kann man nicht mehr ohne sie leben. Kommt mir sehr bekannt vor. Barbiturate. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. This padlock is too complicated for me. Du bist einfach nur dumm. Warte mal, kann ich hier nicht, J? War das doch, ne? Verbesserst du diese Fähigkeit, deine Chance, versteckte Gegenstände zu finden? Nicht entdeckte Gegenstände erscheinen nicht im Spiel. Redegewandtheit, Stärke, Türen und Mechanismen. Dann nehmen wir mal noch Stärke, weil wir das jetzt gerade brauchen. Okay. Enter. Und dann gucken
gucke ich mal, ob ich die Tür jetzt aufkriege. It's no use. The padlock won't give. Ja, dann solltest du doch das Ding... Doch. Die Skizzen von Sarah Hawkins sind eher eine Galerie des Horrors als anatomische Studien. Zeigt sie mit ihnen, was sie des Nachts verfolgt. Seemenschen. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. 75 Milligramm Natrium, blablabla, werden die Anfälle zu stark, zusätzlich 25 Milligramm bis zu dreimal täglich während des Behandlungszeitraums keinen Alkohol oder andere Medikamente einnehmen. That's a massive dose. Was Sarah violent? Was gewalttätig? Ich habe keine Ahnung. This door is locked. Na, zum Glück. Ich habe hier wahrscheinlich noch was zu übersehen, weil ich habe hier noch das Symbol unten links, dass hier noch irgendwas sein soll. Aber frag mich bitte nicht, was. Der Schlüssel zum Büro von Sarah Hawkins war versteckt. Okay, Büroschlüssel. Ist das hier vielleicht für die Tür? It's no use. The padlock won't give. Dachte ich eigentlich. Oder ist das für hier oben? Das kann natürlich auch sein. This door is locked. Hey. Oh, ist so viel da. Okay. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, mach doch jetzt das Licht aus. Bist du behindert? Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins schrieb seiner Frau ein paar nette Worte. Fate taught us together and forever it will bind us. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Warte mal, kann ich mir das nochmal angucken? Das Gemälde. Weg. Schade. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten, so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurden zum Höchstpreis verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei: Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. In Hochachtung, Maximilian L. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? The door is blocked on the other side. Bradley? Is that you? Da oben ist es offen. Is anyone there?
Stop! Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Den Dieb, er hat doch gar nichts geklaut. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. I'll cover you. This Die Tür war vorhin geschlossen. Diese Sammlung medizinischer Wissen und gesundheitlicher Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannten zivilisierten Länder. Der Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamenten von Kontinenten, die als unentwickelt gehalten werden, door nicht was behandelt. closed earlier. Na, hier waren wir vorhin schon. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map. Jemand hat auf dieser alten Seekarte Koordinaten verzeichnet. Sie ergeben eine Route. Okay. Ich versuche zu erkennen, was es ist, aber... Seems like this came from a log. Montag, 24. Mai 1847, 42 Grad Nord, 70 Grad West, Insel Darkwater. Den ganzen Morgen nordwärts gesegelt. Captain Hamilton ist voller Zuversicht. Er sagt, dass wir diese Saison die Orpheus schlagen werden. Möge Gott gnädig mit uns sein. Sonntag, 30. Mai 1847, 47 Grad Nord, 55 Grad West. Es wäre mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden. Es war mir lieber, als die Wale spurlos verschwanden. Aber bei all diesen Kadavern können wir ihr trauriges Schicksal nicht länger ignorieren. Was tötet nur diese gewaltigen Bestien? Ich sagte Hamilton, es sei ein schlechtes Zeichen. Ihm ist das egal. Innerhalb von 6 Tagen habt ihr 5... Mathematik, 15... 20 Seemeilen hinter euch gelassen. 1. Mai, ein Tag später. 49 Grad Nord, 61 Grad West. 6, 3, 10 Seemeilen. Wir haben vor einem kleinen Dorf geankert. Die Einwohner sagen, das Wasser sei rot vom Blut der heiligen Tiere und wir würden gegen den Willen der Götter handeln, wenn wir ihnen folgten. Ich sagte ihnen, dass ich nur Gott den Allmächtigen fürchte, aber allein im Laderraum habe ich Angst. Freitag, 4. Juni 1847. Wir haben in der Ferne einen gewaltigen Wal gesichtet. Er ist größer als alles, was wir je zuvor gesehen haben. Sein Gesang ist ohrenbetäubend. Hamilton will ihn. Mittwoch, 23. Juni. Wir haben ihn gefangen. Es ist der groteske Wal, den ich je erblickt habe. Es ist der groteskeste Wal, den ich je erblickt habe. Wir haben Männer verloren, aber Rom erlangt. Dieser Tag wird noch in Jahren gefeiert werden. Dienstag, 29. Juni. Darkwater. Wir haben die Orpheus besiegt, die mit leeren Laderraum zurückkehrte. Die Scylla und Hamilton sind nur noch eine Erinnerung. There must be a link with the Seaway map. As if the bookcase has been moved several times. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. Auf diesem Foto posieren Charles Hawkins und Captain Fitzroy mit einem dritten Mann. Sie scheinen sich nahe zu stehen. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. It looks like a freehand map of Darkwater. Certain areas have been highlighted. I wonder why. Eine Karte von Darkwater von Charles Hawkins handgezeichnet. Manche Orte werden eingekreist.
Steht doch da nicht einfach so rum. Öl aufgefüllt. Der Ölbehälter deiner Laterne wurde aufgefüllt. Das Öl kann an verschiedenen Stellen von Dagwood aufgefüllt werden. Ah, okay. Ich verstehe so langsam. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Nochmal das Boot. This globe seems to have been part of some mechanism. Könnte ich mir jetzt die ganzen Dinge notieren? Scheiße. Ja, ist mir schon klar. Hinweise, Kapitel 3. Inventar. Wo sind die ganzen Koordinaten hin? Doesn't work. I must have missed something. There must be a link with the Seaway map. Okay, ich muss mir mal die ganzen Dingsbums aufschreiben irgendwo. Stift. Und ein Zettel bitte, danke. 42 Nord, 70 West. 47 Nord, 55 West. 49 Nord, 61 West. 57 Nord, 51 West. 35 Nord, 53 West. Wir fangen mal an mit 42. Hä? 60, 45, 30. Achso, nach unten. Entschuldigung. Und 70. Kommt das ungefähr hin? So eigentlich. Nichts. Doesn't work. 47, I must have missed something. 55. Auch nicht. Doesn't work. 49, I must have missed something. 61. 61? Doesn't work. 57, I must have missed something. 51. Doesn't work. 53. I must have missed something. 53. 35. 53. Die letzte Looks like Koordinate it war's. worked. Die letzte Koordinate Well done, war's. Ruckel, ruckel. Entdecke den geheimen Eingang der Villa. In der Villa der Hawkins enthüllte die Brandstätte ihre Geheimnisse. Pierce und Officer Bradley untersuchten die Villa auf der Suche nach Beweisen für Überlebende. Als ein Vermummter in das Atelier von Sarah Hawkins stürmte und das Gemälde stahl, nahmen der Detektiv und der Polizist die Verfolgung auf. Nachdem sie ihm in das Büro von Short Hawkins verfolgt waren, entdeckten sie einen Geheimgang. Pierce und Bradley betraten den Tunnel unter der Villa. Okay, wir sind jetzt bei knapp 2 Stunden, glaube ich. 120 Minuten, ja.
Okay, dann mache ich mal wieder kurze Werbungpause. Hoffe, das ist okay. Gut. Ja, ich glaube, nach 2 Stunden kann man mal ruhig kurz 30 Sekunden Werbepause machen. Ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, euch geht's soweit gut. Und ihr seid noch da. Warum ist mein Taucher eigentlich so weit rechts? Ist er gar nicht. Okay. Ich hoffe, es geht euch soweit gut. Aber wir machen jetzt auch nur eine gute halbe Stunde, schätze ich mal. Mal gucken. Mir gefällt das eigentlich sehr, sehr gut, das Spiel. Ich bin ja HP Lovecraft-Fan. Und auch so ein bisschen, was ich bis jetzt gemerkt habe, gefällt es mir sehr. Wir schauen mal, ich bin da jetzt nicht so dran. Also bei Layers of 4 nachher schon. Das spiele ich halt maximal 3 Stunden. Ich würde es, glaube ich, gerne refunden. Horror ist nicht so meins. Aber das hier ist echt cool. A secret passage, under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is it? 3 seats. Look. Someone's been here recently. A disfigured saint. What does it mean? Sie hat doch Tentakel im Gesicht. Das ist einer der Seemenschen. Voll geil. Okay, dann rekonstruieren wir mal. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? Gesichtsloser. What is this mask supposed to represent? Eine Maske. Okay. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Was Sarah Hawkins here? Okay, kann man schon wieder beenden. Willst du runterspringen oder eher nicht so? Pierce, where you going? I can't keep up with you in this darkness. Are you scared? I want to see how far these steps go. Who's talking about being scared? I'll wait for you by the door. Alles klar. Ich gehe jetzt nicht weiter.
Was tust du denn eigentlich? Was mache ich eigentlich? Ich will nach Hause. Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. Wenn ich ihn anfasse, zerfällt er zu Staub. Trumpfänger. These paintings must be several centuries old. Ah, das Gemälde habe ich schon gesehen. Also, in einer anderen Art und Weise natürlich. Schon wieder. These buildings seem to have come out of the water. These buildings seem to have come out of the water. Das Gebäude scheint aus dem Wasser gekommen zu sein. There you are again. Well done, Guck ihm doch Pierce. nicht hinterher. And it looks like you found our fugitive. This door is securely shut. I'll look for another passage. It's an underground cave. We can advance this side. Yeah, I can see that. You, please excuse me, but given your condition, I'll stick to my idea. I'm not cut out for this kind of acrobatics. All right. Look for another entrance. I'll try to catch up with our man. Wäre auch so schön gewesen, wenn die Tür einfach aufgegangen. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Versuchen natürlich trotzdem. Time has links und weakened rechts these zu gucken. structures. I don't have time to search them all. What's going on here? Pierce! Keep your voice down. We're not alone. Good God. What have you got me into? Das frage ich mich auch jeden Tag. We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. Sie opfern einen Menschen. Wer hätte das denn gedacht? Tschüss, Tür vorbei. Schade. Falle in die Opfergrube. I got it. Oh, I can't breathe. What's happening? No, damn it! I must find a way out of here. Is
Is it my turn? Yes. It is time. You will soon be one of us. If your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. It seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Ich fand diesen Dolch in den Tunneln unter dem Hawkins Anwesen. Sein Besitzer ließ ihn zurück, als er den anderen gewandten Männern folgte. I can't read Latin. Verschlossen? Oh, das kann ich doch auch, ja. You who sleep, accept this dream under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitag. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yor El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yor El Cthulhu Bog Shug. Let your dreamers open the way, so that the day finally comes when you will awake. Locked. La Cthulhu Nafal Fatag. Ich muss da unten rein, oder? Ich will einer von euch sein. Friends. An intruder! You can't hide forever. Game over. What the fuck? What the fuck? Warum Game over? Ich hätte mich daran vorbeischleichen sollen. Jesus. I feel him. Shh. You are gifted indeed, not another. Let him pass through every part of you. Bring me more sacred flesh who sleep.
We pray for your return into the kingdom of the earth. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. What about your protege? His awakening is complete. He will join you shortly. Natulu, Lenalaf, Kle Nochschlag, Hele, Gorkanira, Sigov, Enihapetach, Nikif, Kristelbaz, Natulu, Lenalaf, Kle Nochschlag, Hele, Gorkanira, Sigov, Enihapetach, Nikif, Kristelbaz, Natulu. Bradley, what are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. What in the world is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move! I won't hesitate! Bradley, get back! Shoot. Get back! You asked for it! You shouldn't have seen this. Get out of here. Dann laufen wir mal. Noch ein Stück hatte ich. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja, ist schon. My leg! Oh, muss auskommen. Light. At last. Pierce und Officer Bradley folgten dem Eindringling zu einem geheimen Treffpunkt eines Kults in einem Höhlensystem unterhalb der Villa der Hawkins. Sie erlebten eine merkwürdige Zeremonie, die von einem äußerst lebendigen Charles Hawkins abgehalten wurde. Bradley versuchte ihn festzunehmen, doch Hawkins, dessen Körper mutiert schien, verstümmelte den Polizisten. Bei seiner Flucht wurde Pierce durch einen Höhleneinsturz eingeschlossen und verletzt. Er wird ins Riverside-Institut gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Okay. Okay. Das ist doch alles Quark mit Käse, ey. Was ist eigentlich mein Chat? Ich meine nicht, dass hier irgendjemand was schreibt, aber... mach den mal hier so hin. Ups. Guckt? Ne, okay. So, dann können die Koordinaten ja hier weg. Die brauchen wir jetzt gerade nicht.
Und vielleicht brauchen wir sowas in der Art nochmal. Deswegen schmeiße ich das mal nicht zu weit weg. Prepare another shot for injection. No! He's having a seizure. He will survive. A strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa! Go easy, my friend. You were dead. He killed you. Are you sure he's better? He was dead. Me too, we were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! Schon jetzt mit dem Morphium wahrscheinlich. Gehe ich mal stark von aus. What happened to me? Where am I? Sieht aus wie die Klapse. Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. You don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Warten. Ich habe eine Zwangsjacke an, aber ich bin auf jeden Fall in der Klapse. Ich bin woanders. Okay. Ich bin damit vielleicht immer noch ein bisschen benebelt. Weil ich ein bisschen humpel. They tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They scrawled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. Der sieht alle irgendwie gleich aus. Bis auf den hier. Die anderen drei sehen alle gleich aus. No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me.
resound to your cries, or theirs. Awaken and free me. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time. Can you stand up? Who are you? Steht doch schon. A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. Why should I trust you? I don't even know your name. All I have is a woman dressed as a doctor, which is not particularly reassuring. I am Dr. Marie Colden. I work in this institute. But that does not mean I approve of everything Dr. Fuller does. He hides a lot of things from me, especially on this floor. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Ich weiß nicht mal, ob ich da rein wollen würde. Aber ich guck mir die Zelle hier mal an. What does this mean? Burn it. He sees everything. He sees me. Come you. You can't escape. The paintings are cursed. He'll come for you. Sarah. You can't escape. You can't escape. You can't escape. You can't escape. He come for you, Sarah. What did he write about the painting? The painting is cursed, hat geschrieben. Splint? Why the strange symbol repeated over and over? Sarah. This is no medicine. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Am I in an asylum? Ja. Was ist mit dem You Can't Escape und so ein Scheiß? Das solltest du vielleicht auch mal angucken. If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Dr. Colden, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor.
Wenn ein Feind deine Anwesenheit vermutet, erscheint eine I'll have to weiße find a way of getting Markierung. rid of those two myself. I told you not to let her come down. I know. If you do it again, Ich weiß nicht, ob ich da raus will oder ob ich hier raus will. Versteck dich einfach im Schrank. Für die nächsten 100 Jahre. Passt schon. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Good God. What could this machine be used for? Laut dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtanfall aus. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. Have I activated anything? The corpse is complete. Whose are these limbs? Is there a connection between this corpse and the machine? This machine seems to consume a great deal of electricity. I can still increase the load. Worse and worse. Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. I can still increase the load. Zoology, esotericism, mineralogy, and a full shelf on cephalopods. Sarah Hawkins. She was a patient here. Sarah Hawkins wurde einige Zeit vor ihrem Tod aufgrund ihrer Wahnanfälle in Riverside interniert. Das Feuer in der Villa war nicht ihr erster Versuch. Dementia? Self-inflicted wounds? Ein Dokument, das bescheinigt, dass Irene Sanders, die Ehefrau von Francis Sanders, ihren Mann nach Anzeichen schweres Wahnsinns hat anweisen lassen. Das ist aber schon wieder zum Heiden, ne? Ja. Anatomy, anthropology, nothing surprising. Not eat it. They must know that it is not good. Ah! Okay. Ich hoffe, ich mal hin, ja. Da vorne steht noch einer.
Nein, mach doch aus. Wie spät haben wir es eigentlich? 18:20 Uhr. 2,3 Stunden. Ah, ich würde sagen, wir speichern hier mal kurz. Kann ich hier überhaupt speichern? Nö, okay. Ich gehe mal kurz hier hin. Yep. Ich mach da gleich einen Timer rein. Ist schon ein Timer drin. Aber den mache ich mal kurz weg. So. Spiel bearbeiten. Layers of here. Okay. Zack. Dann einmal aktualisieren. Ja, können wir gleich auch nochmal eine kleine Werbepause machen. Ich würde aber gerne eine generelle kleine Pause machen von so 10 Minuten ungefähr. Machen wir mal 10 Minuten. So kleine Pipi-Pause, Erholpause und dann spielen wir Layers of Fear.